So, herzlich willkommen zurück bei The Outer Worlds. Und ich bin ehrlich, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie das mit dem Holomantel geht. Gut, kurz überprüft, ob mein Mikrofon auch wirklich aufnimmt. Tut es. Dann noch was anderes. Moment. Das hätte ich auch vorher machen können. Fällt mir gerade so ein. Einmal. So. Das. Dies ist mein YouTube-Kanal und Twitch-Archiv. www.ypsilon-OOTUBE.com/CG-UCG-UCG-YPP-YPKFKZ9A. So, haben wir das auch erledigt. Und wie ihr gemerkt habt, es ist keine Beschwerde vom Sound Alert mehr gekommen. Ich habe endlich dran gedacht, dir mal danach zu gucken, beziehungsweise ich habe ganz einfach gesagt, komm, weg mit dir, deinstallieren. Wirklich schon danach gucken werde ich irgendwann mal. Aber ich habe gerade noch einen Weg gefunden, wie man da reinkommt, weil den Mantel kann ich ja im Moment nicht benutzen. Dadurch lässt der Kaplan, Captain ist das, glaube ich, ne? Oder Corporal Leonard Wieler mich da nicht durch. Also gehen wir hier oben rum. So. Wie gesagt, ich verstehe bloß nicht, dass jemand mit der Waffe hier gezogen rumlaufen kann, darf, dass da kein Arsch was sagt. Naja. Müssen wir jetzt echt runterspringen? Oder können wir da lang? Okay, das ist alles auf ein... Oh, da. Hallo mein Freund. Kann das sein, dass du schon was länger hier sitzt? Hm. Gesprächig ist er nicht, mein neuer Freund. Die Tür geht nicht auf, das heißt, wir müssen hier runter. Ja, das habe ich mir so gedacht und so befürchtet. Bisschen in die Richtung. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You were hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. Ja, You genau. know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that? Graham? Asshole. Hey!
Du bist ja super gesprächig. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt rausschmeißen. Hmm? Was? Kommandant, würde ich mal sagen, und Private. Oh. Da kommen wir nicht rein. Was haben wir denn da? Madre Ausweismodul. Da. Spazieren. Und wieder ist. Kann ich nichts damit machen. Was ist das denn für ein Kappes hier? Oder fehlt noch irgendwas für den Mantel, was der uns nicht gesagt hat? Moment mal, vielleicht muss ich an eine Werkbank dafür. Tüfteln. Den können wir. Was, wo, wie? Tüfteln. Da annehmen. So. Wir haben 108 noch. Ne, 647 Bits. 108 kostet das. Was haben wir denn hier? Schutzkleidung mit Sicherheitsgurt. Aramid Ballastix. Modifizieren. Okay, haben wir aber nichts. Was können wir denn da dran tun? Rüstungsmod Panzerung erhöht den Rüstungswert von Körperpanzern und Helmen gegen kinetische Schäden. Haben die jetzt ins... Ja, haben wir. Moment mal. Oder kann ich die... ich an dieser Rüstung hier. Da war oben alles. Diplomatenausrüstung. Genau. Dialogfähigkeit plus 5, Führungsfähigkeit plus 10. Was installieren? Nachgerüstet schwerer Panzer. Modifizieren. Mods können nach dem Verbau nicht mehr zurückgelegt werden. Ja. Gut, den haben wir drin. Alter. Verstärkt Rüstungswert. Okay. Stoßpistole 137, 137. Die war auch 137. Lauf 2. Der hat schon 2 drauf. Modifikation. Lauf. Das sind beides dieselben, wa? Bild. Den zerlegen. Reparieren haben wir nichts. Zerlegen. Nö, also hier kommen wir auch nicht an den Holomantel. Keine Ahnung. Warum nicht, wieso nicht, weshalb. Ui! Rizzo's Purple Berry Crunch, Tripical Flakes, and Purple Berry flavored Power Nuggets. Now with 12% more crunch. Werbedrohne. Move along. Carry on. Rizzo's Lemon Slap.
slap your whole family tonight. Rest and Go. Das sehen wir uns doch mal an. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following Für die story. folgende Geschichte. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. The board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hardworking citizens. This is Halcyon News, reminding you that there's no I in news, no we in Halcyon, and no Mercury in Saltuna. Ah ja. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Ich suche nach Gladys. Was ist das? Wie ist das Leben so auf der Groundbreaker? Machst du auch Geschäfte mit Händlern an der Promenade? Erstmal. Ups, Entschuldigung. Wie ist das Leben? Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. Okay. Wie hält sich die Groundbreaker dem Vorstand vom Hals? Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Du hast Sublight erwähnt. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Okay. Ich suche Gladys. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Of course, most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Mhm. Und den hat er schon zu Genüge entrichtet. Dann sind wir ja weg. Da ist einer drin. Kann ich mit dir reden? Damnable thing about living on a space station. No pigeons to feed. Oh, you can feed the sprats, sure enough. But then the neighbors start moaning about hygiene. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. K.O.-Riegel. Oh Mann. Erstmal EPs. Wieso kriege ich keine EPs, weil ich Verkaufsautomaten gefunden habe? Spacer? Huh? Okay, dann nicht. Gladys! Das ist ja schon. Ich wollte mich da eigentlich noch mehr umgucken. Bevor ich zu ihr gehe. Oh, geht's denn hier hin? Penner-Tagebuch. Habe auf 2 Konzernfrachten gearbeitet. Aber bevor ich hier gestrandet bin, jeder hat mich jammern gehört. Keiner hat mir zugehört. Für die bin ich bloß Hintergrundstrahlung.
War nicht meine Schuld, dass der Captain früher los wollte. War nicht meine Schuld, dass keiner das Mannschaftslog angeguckt hat. War nicht meine Schuld, dass sie mich einfach so ersetzt haben. Jetzt sitze ich hier im Dreck, ohne Witz und ohne Bett. Nicht anders als der restliche Grundbreakermüll hier. So lebe ich, und wenn mich keiner in eine Mannschaft aufnimmt, sterbe ich so auch. Ja, hartes Los. Hartes Los und ich erleichter dich noch ein bisschen davon. Selbst im Fusel glauben wir dir. Geht ja noch weiter. Holographische Verkleidung aktiviert. Eindrücken müssen mit Erschießen und Fußgängern rechnen. Dein Hologramm ist aktiv. Du hast da jetzt zeitweilig Zugang zu dem Sperrgebiet. Ach, den haben wir automatisch an. Bewegen verbraucht die Energie des Mannes. Wenn die Energie aufgebraucht ist, werden sich die Wachen zur Rede stellen. Nein, ich wollte nichts da rein tun. Da, Schlüsselkarte der Krankenstation. Ist hier irgendwas, was wir wissen sollten? Quarantäne. Ist klar. Wenn wir jetzt wieder reingehen, wie schnell lädt die Energie sich wieder auf? Oh. Ratzfatz. Alles klar, gut zu wissen. Haben wir das auch rausgefunden? Du brauchst da also gar nichts reintun, das macht das Ding automatisch, wenn du in dem Gebiet reinkommst. That maniac on Monarch still screaming into the comms void. Getting real sick of it. Remember Auntie Cleo? Because she remembers you. When you were sick, who took your temperature? Konnten wir ja so aufheben, stand ja nichts von stehlen. Needle full of love. Auntie Cleo, that's who. Have you Assholes given in your their auntie big a hug interstellar today? freighters. One nearly rammed me on the way This in. story brought to you by Halcyon News. All the news that's fit to broadcast. Und da steht stehlen, okay. Haben wir unten noch irgendwas? Und da sind wir gekommen, dann waren wir hier, glaube ich, noch nicht, ne? Nö. Schau mal zu. Benötigt Resten Go Schlüsselkarte, alles klar. Ui, was liegt denn hier alles Schönes rum?
So, dann gehen wir jetzt zur Gladys. Ich glaube, überall, wo wir sonst hin können, waren wir. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Zuckerkekse, die mache ich ohne eine einzige natürliche Zutat und ohne Ofen. Geil. Phineas hat mich geschickt, er meinte, du könntest mir einen Navigationsschlüssel für Stellar Bay verkaufen. Zeig mal, was du so im Angebot hast. Das können wir machen. Dann können wir nämlich unser Zeug verkaufen. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. So, erstmal R1 verkaufen. So. Was haben wir hier? Schrott. Feuerzeug. Energiekanister. So, Waffenteile, Rüstungsteile, Überbrückungskontakt. Mega kritisch. Hier behalten wir natürlich alles. Mods behalten wir auch. Verbrauchsgegenstände. Dann sind wir nachher wieder irgendwann überladen. Was haben wir denn hier? Ach so, verkaufen. Deswegen. 19,7. 14. 6. Da sind Sachen drin. Rüstung ab Werk. Okay. So, Waffen. Ja, 92 Schaden. Die ist ja schön. So. Munition. 113, 142. Die weg. Gut. Reparieren. Haben wir nichts. Alles klar. Gracious. I was just sitting down for tea. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Sag mir was über diese Geschäftsangelegenheit. Die 1000 Bits können wir nicht zahlen, die haben wir nicht. Oh, 10.000 sogar. Kannst du vielleicht mit dem Preis runtergehen, weil Phineas mich geschickt hat? Über meine Prachtstücke hat sich noch niemand beschwert. You've certainly been blessed with an abundance of sass, haven't you? But it's your interstellar currency I'm interested in, not your nethers. Mal gucken, ob wir was runterhandeln können. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Ups. Na gut. Was für eine Geschäftsangelegenheit hast du denn? Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits.
But if you've got qualms... Ich habe keinen Skrupel. Lass mal hören. Weißt du noch von anderen Jobs? Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Okay. Yes, dearie? Ain't that just a treat? So, you know Edna, over in engineering? On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Ah, mehr brauchst du gar nicht sagen. Ich bin dabei. Warum wurde Roseway aufgegeben? Vielleicht so eine Art automatisierte Nachricht? Warum wurde Roseway aufgegeben? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Vielleicht so eine Art automatisierte Nachricht? Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Aber wenn es sich um geheime Konzernstadt handelt, warum dann das SOS? Das hört sich wirklich nach einer guten Geschäftsangelegenheit an. Wenn Sie dort was zu verbergen haben, werden Sie da nicht sofort das Feuer auf mich öffnen. Warum SOS? Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Du brauchst also jemand, der für dich da rumschnüffelt. Meine Dienste sind nicht billig. Ich sehe schon, wo das hinführt. Ich bin raus. Meine Dienste sind nicht billig. Neither do mine, dearie. Old Gladys knows the value of good work. You'll be compensated accordingly, I can promise you that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich komme wieder vorbei, sollte ich etwas finden. Das klingt ziemlich kurios. Du kannst dich auf mich verlassen. Das ist, glaube ich, Hauptquesten daher. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Okay. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. So, können wir da. This is Halcyon News. Ja, das wissen wir ja schon. When might we expect you out here again? Und da sind wir gekommen. It's already sold out again. Who knows? The Last Hope. Stufenaufstieg. Haben wir jetzt noch 4. Noch 3 dahin und noch mal einen Tag anwenden. Jupp. Vorteile.
Sehr effizient, was das Mitnehmen von Dingen angeht. Vielleicht hättest du als Lastenträger schalte diese Schnellreisen trotz Überladung. Okay. Tragekapazität erhöht. Magazingröße bei Wissenschaftswaffen. Wir sind nicht langsam, du bist einfach schnell. 20% Sprintgeschwindigkeit. Gehgeschwindigkeit. Das ist gut, weil sind wir überladen? 20% schneller? Okay. Tagebuch. Protokolle. So. Zu. Tarnung. Wohle. Alles klar. Freie Passage. Kaufe gelegentlich einen Navigationsschlüssel nach Stella Bay ab. Ist willens, dir für 10.000 Bits einen Navigationsschlüssel nach Stella Bay auf Monarch zu verkaufen. Okay. Hat erwähnt, dass die Captain der Groundbreaker stets wissen, ist andere Captain Arbeit zu verschaffen. He was up some around Halcyon, but I didn't think he was that. Andockstation, freie Passage. Was haben wir denn da? Freie Passage. Bad. I heard there's been a rash of conveyor losses on all routes. Heh! Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, Damit dein and it's not Leben the nicht best über choice, Bier ernst it's ist. Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. Du arbeitest also für Spacer's Choice. Warst du schon mal in Edgewater? Heard of it. My orientation Aetherwave showed that famous Saltuna cannery, which I'm sure smells as good as it looks. Okay, dann solltest du dir das Ganze vielleicht nicht näher ansehen. Ist ganz okay dort. Sie haben es nicht leicht, aber sie tragen das Herz am rechten Fleck. Du, Edgewater haben dir den Saft abgedreht. I'd have to go over my contract, but I don't think I'm allowed to leave Groundbreaker. Or this stall. So, what can I get you? Some soap? Everyone loves soap. Everyone will love you for using it, too. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ich muss dir eine Frage zu deinem Hut stellen. Was verkaufst du hier? Anything and everything. Whatever you want. We got it. And when you need a replacement, we got that too. Die Qualität muss ja grottig sein, wenn man es ersetzen muss. Dann zeig mal her, was du auf Lager hast. Just the opposite. Spacer's Choice items are always new. Hot off the shelves, because customers just can't stop buying new stuff. Oh, sorry. Got the line wrong. You want me to do it again? Versprochen? It's a script. If I don't follow it to a T, I might lose my job. You want me to do it right? Okay. Spacer's Choice items are always new, hot off the shelves, because customers just can't stop improving their lives with our fine products. You could go broke buying overpriced Aramid gear, or you could buy from us at a much more reasonable rate. Ich finde die Preise immer noch zu
this is just the beginning of a long, fruitful relationship. Who knows what discounts await the loyal customer? Nee, handeln will ich nicht. Stell mir wohl die Frage zum Hut, zum Zylinder. I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Please send any complaints to our Consumer Care Headwear Division. Alles okay da oben drin? Oh, I'm having a stellar day. And not just because I'm legally obligated to say so. Almost as stellar as a Spacer's Choice is affordable. Kannst du da drin überhaupt was sehen? I can see all of the top quality merchandise in the Spacer's Choice catalog, which is available here at a reasonable price. Wie putzt du dir denn die Zähne? Spacer's Choice regrets that we don't sell toothpaste at this time, but we're always working on delivering exciting new products to our customers. Spread wash, mouthwash, and Mantafloss are among the exciting line of dental goods currently. Spratspülung. Oh ja. Mantiseide. Hängt ihr Flüssignahrung denn nicht zum Hals raus? Don't miss out on these deals. You'll find none like them on all of Groundbreaker, or anywhere in the Halcyon colony. Musst du den Hut auch beim Schlafen aufsetzen? Das sind Fragen. Trouble sleeping? Try our Lunar Eclipse mix. That's 2 handfuls of pep pills washed down with a hearty swig of 2-hour energy brew. The blast will send you through the stratosphere and the crash will knock you out cold, guaranteed. Zwingt die Spacer's Choice dazu, das zu tragen. Add an additional 10% to your purchase today and the proceeds will be donated to Spacer Cares, our premier corporate welfare program. At Spacer's Choice, we care about your health and emotional well-being. That's why we put Martin through 6 years of vendor school, only to make him wear this hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, soll ich dir helfen, da rauszukommen? Und übrigens, ich grüße dich. Schön, dass du den Weg in meinen kleinen Stream gefunden hast. Even if my contract didn't forbid it, I think it's part of me now. Now, are you ready to make Spacer's Choice Lunar Green Moonmouth lozenges a part of you? Lunar Green, the future is spearmint. Oh, meine Fresse, die haben da Slogans. Ich spreche mit dem Mann unter der Maske. Geht's dir gut? Damn it. No slogan for that one. Look, this hat, my job, it may not seem like much to a brave space captain, but they're all that I have. If there are self-made purgatories, then we all have to live in them. Mine can be no worse than someone else's. Now, if we're done with the chit-chat, I hope you don't mind if I make the most of this short life and try to be the best moon person I can be. Ah ja, tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin, Martin. It's fine. I should be stronger than this. Thanks for taking an interest. Speaking of interest, can I interest you in some quality budget goods? At Spacer's Choice, we cut corners so you don't have to. Oh Mann, wir bei Spacer's Choice sparen an allen Ecken und Enden, damit du es nicht tun musst. Ich gehe lieber. Lass mich mal hier durch, Jungs. Anywhere, you hear? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Was geht denn hier ab? Jetzt seid ihr fertig? Darf ich mit euch reden? Something I can help you with? Kann ich bei dir Vorräte kaufen? Du scheinst ja einiges auf Lager zu haben.
glaube ich aber nicht, dass er uns sie verkaufen kann. Oder darf. Not without dispensation from Chief Junlei, I fear. Supplies are hard to come by out here. Habe ich mir ja gedacht. Wie meinst du das? We don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on Groundbreaker. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics, as well as more critical resources like adequately trained staff. We'd nearly signed a supply agreement with Anti-Cleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not tenable. Alles klar. Take care. Warum bist du denn so aufgeregt? I'm sorry. Am I causing a scene? Weiß ich nicht. We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jesse in the first place. Worum geht es denn, worum geht es da mit deiner Freundin? Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Vielleicht kann ich mal bei Jessie vorbeischauen. Moment, du magst sie nicht einmal, aber du siehst nach, wie es ihr geht? Jessies Situation klingt normal für mich. Moment. You say that like it's weird. Ja klar ist das was Komisches. Das geht mich ja nichts an, war nur neugierig. Aber warum tust du das? Like I said, Jessie did me a favor and now I owe her one. I just don't like to leave a debt unpaid, that's all. Vielleicht kann ich ja bei ihr mal vorbeischauen. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Oh, ich darf jetzt einfach so rein? Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Was ist los? I'm expecting our delivery fellow to stop through with medical supplies and service automechanicals. Name's Captain Irion. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Ich könnte ja nach ihm suchen. Wofür brauchst du die Robotereinheiten? Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. Oh. Woran liegt das? The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only 2 heads between us, and we don't know everything. Okay, ich könnte ja nach ihm suchen. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Alles klar. Sprichst du rum mit mir? Still haven't found a good way to get the blood out from under my nails. Med bays for crew only. Sorry, freighters got to see their ship's sawbones. So, wo sind jetzt die eine? Bist du das? Nein. Ah, jetzt müssen wir dann getarnt da rein. Oder? Hier liegt noch einer. Ne, ist auch ein Mörder. Okay, wir kommen wieder. Letzter Benutzer. Curlingham angemeldet. Nutzer anzeigen.
Willkommen, sondern aktuelle Nachrichten werden angezeigt. Von SC Manager 541 betrifft der Hut. Ach, das ist der Martin. Du hast deine Wahl getroffen, als du den Vertrag von Spencers Choice unterschrieben hast. Ich sag's nochmal, der Hut passt irgendwie nicht. Irgendwas stimmt nicht damit. Wie viele Leute haben das Ding vor mir schon getragen? Ist das jetzt mein Leben? Denn wenn das so ist, dann muss ich das akzeptieren. Dann bin ich eben euer Mondmann. Aber am Ende wird nichts mehr von mir übrig sein. Martin. Betreff, hi Mom. Geht's dir gut, Liebling? Mom. Ach, da musst du von unten nach oben lesen, scheinbar. An Mama C. Das von Mama C? Okay. Betreff, hi Mom, ja. Hi Mom. Ich hoffe, dir geht's gut, Mom. Dachte, ich melde mich mal wieder. Ich habe viele Ingenieure als Kundschaft. Ich erinnere mich noch daran, als ich zu Hause auf Terra 2 als Mechaniker gearbeitet habe. Lydia Hagen von Sublight hat mir gesagt, dass ich immer noch eine Karriere im Bergungsgeschäft anstreben kann. Wenn das hier nicht funktioniert. Kannst du Dad und die anderen für mich drücken? Ich find's echt toll, dass wir so in Kontakt bleiben können, Mom. Kleine Erinnerungen an zu Hause sind wichtiger denn je. Viel Spaß mit den tollen Spacers Choice Produkten, die ich dir geschickt habe. Die kriegst du auch bei dir daheim. Aber ich dachte, du freust dich, weil ich ja Konzernrabatt und so kriege. Martin. André, geht's dir gut, Liebling? Mom. Öffentliche Ankündigungen. Die Hitze. Ich weiß, dass es schlimm ist. Mein Büro ist den Kühlkörpern am nächsten. Ihr könnt euch also vorstellen, warum ich jeden Tag 3-mal duschen will. Mir ist das Problem also durchaus bewusst. Wir suchen schon nach einer Lösung. Mit Hochdruck. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Es ist ein mechanisches Problem und dafür gibt es eine mechanische Lösung. In der Zwischenzeit bekommt ihr alle zusätzliche Wasserration und legt regelmäßige Pausen ein. Ihr habt sie euch verdient. Wenn ihr dringend einen kühleren Ort sucht, sprecht den nächsten Ingenieur an und fragt ihn, wo die Luftzirkulation besonders gut ist. JT. Auftragnehmer gesucht. Sublight Salvage. Oh. Schrottsammler am All. Suche moralisch flexiblen Spacer mit Andockerlaubnis in Stellar Bay. Bezahlung im Austausch gegen legales Bergungsgut. Details nach Auftragsannahme. Ausstehende Haftbefehle, vergangene Verurteilung. Wir stellen keine Fragen. Unsere Hintergrundprüfung filtern kriminelle Elemente raus. Glaubhafte Abstreitbarkeit ist die Vorgehensweise von Sublight. Weitere Details bei Lydia Hagen im Lagerhaus neben dem Bratwurstrestaurant 2. Ebene. Werden wir uns auch angucken. Herumlungern auf Verstandsgelände ist streng verboten. Nicht löschen. Das Büro und das Firmengelände von Hülkorn Holdings sind ausschließlich für die Abwicklung offizieller Vorstandsangelegenheiten vorgesehen. Personen, die Vorstandseigentum unrechtmäßig gebrauchen, werden entsprechend abgestraft. Zum Vorstandseigentum gehören unter anderem das Büro von Hülkorn Holdings hier auf der Groundbreaker, der Platz direkt vor meinem Schreibtisch, der Platz direkt hinter meinem Schreibtisch, mein Eingangsbereich, mein Liegeplatz und, was am wichtigsten ist, meine Treppe. Vielen Dank für die Kooperation. Udo Bedford, zertifizierter Vermittler. PS, ich möchte noch anmerken, dass der Nächste, den ich beim Trinken auf der Treppe vor der Botschaft erwische, Bekanntschaft mit der unwirtlichen Seite einer Luftschleuse machen könnte. PPS, ich muss diese Ankündigung bereits zum 3. Mal veröffentlichen und es hängt mir mittlerweile zum Hals raus. Mit Einverständnis des Vorstands werde ich ungebührlichen Verhalten ohne zu zögern nachgehen. Wenn ich erwische, der kann mit einer angemessenen Bestrafung rechnen. Felix Milestone.
Okay, okay, okay. Sublight. Leute, ich darf hier einfach so an euer Terminal ran. Von Hagen L an SL-Konzern alle betreff nicht weglaufen. Wir haben schon wieder einen Auftragnehmer an die UDL-Kampfschiffe verloren. Das ist eure tägliche Erinnerung, dass seriöse Auftragnehmer nicht vor den Behörden Preis ausnehmen. Und wir sind seriös. Bleibt ruhig, zeigt eure Dokumente. Und wenn ihr trotzdem vor Gericht landen solltet, boxe ich persönlich euch wieder raus. Hat einer von euch Hawthorne in letzter Zeit gesehen? Ich könnte jemanden gebrauchen, auf den ich mich verlassen kann. Betreff Vollbrucklieferung. Im Gegensatz zu den meisten von euch spült Catherine Sublight regelmäßig Geld in die Kasse. Ab heute, bis zu dem Tag, an dem ich was anderes sage, ist sie sozusagen eine Erweiterung meines Schreibtischs. Ihr macht, was sie sagt. Und da wir gerade dabei sind, Tobias, ich will meinen Schreibtisch erweitern. LH, Vollbrucklieferung. Purpleberry Likör, eine Menge. Blablabla. Okay. Wochennews. Wieder von Hagen. Jo. Meine Scanner haben mir verraten, dass die Mauderats ein Schiff eines Freischaffenden beschlagnahmt haben, weil sich der Captain daneben benommen hat. Die Crew hat bei Veras so auf den Putz gehauen, dass sie sich die Freigabengebühr nicht mehr leisten können. Wer immer mir die Bergungsrechte verschafft, darf sich stillschweigend zu mir ins Büro hocken und einem Profi bei der Arbeit zusehen. Geile Prämie. Einer der Unseren hatte einen Zwischenfall mit einem von denen. Wir haben also wieder einmal einen Auftragnehmer verloren, hab das Schiff verschrottet und ein Zehntel des Ertrags für die Beerdigung verwendet. Ich kümmere mich um meine Leute. Eine kleine Sprat hat mir verraten, dass eine Kiste vergammeltes Zystenschwein in einer Schlucht auf Monarch gelandet ist. Mal sehen, wie viel wir davon verkaufen können, da wir gerade davon sprechen. Keiner ist mehr bei Anti-Clothes Imbiss, bis ich es sage. Irgendwas in der Küche ist schlecht geworden. Das nächste Mal, wenn einer von uns ein verlassenes Schiff findet und es außer Dienst nimmt, sollte er besser ein Bodenteam zum Trümmerfeld schicken, bevor die Plünderer aufkreuzen und uns alles wegschnappen. Wir mögen Schrottsammler sein, aber wir sind keine Aasfresser. Miss Lilia takes good care of us, see? The authorities stay off our tails. Sublight for life. Corporations never lifted a finger for me. Salvage is a family business. We've got each other's backs. Auf ins Büro von Sublight. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? Ja, ich bekämpfe Diane Croft. Oh, habe ich mich so vorgestellt. Nee, ne? Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Wie die erwartet mich. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Okay, kurz was getrunken.
ist die gute Lydia ja. Oh, es scheint aber eine nette zu sein. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ja. Ich habe dein Jobangebot an einem öffentlichen Terminal gesehen. Da stellen wir uns erstmal vor. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Ich habe ihn nicht getötet. Lass Ada bloß nicht hören, wie du ihr Schiff beleidigst. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Ich habe keinen, aber kann ich den Job trotzdem übernehmen? Was ist besonders an Stellar Bay? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Ich gehe davon aus, dass Sublight nicht nur ein Bergungsunternehmen ist. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Welche anderen Sektoren verfolgt Sublight denn, abgesehen von Bergung und Versand? Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Legale Formalitäten. Ah, Junge. Your words, not mine. Du bist ziemlich ehrlich über deine kriminellen Seite von Sublight. Wie organisiert ist dieses Geschäft? Very. I have this thing about numbers in spreadsheets. Grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Hey, careful with the C word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Hatten wir noch andere Fragen? Ask. I have nothing to hide. Ja. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Okay, aber ich gucke jetzt erstmal. Kann ich rein? Ach, das ist nur Büro, nur Balkon. Gefährlich Grenzen von Ophelia Sweeney. Es ist bemerkenswert, wie wir unsere Ressourcen den Sternen zuwenden, obwohl es noch so viele ungelöste Probleme auf der Erde gibt. Unsere fragile Spezies der Weite des Kosmos auszusetzen, macht Siedler wie Spacer verwundbar für die Mysterien anderer Welten. Das Schicksal einer sich ausbreitenden Zivilisation könnte an einer einzelnen Fehlberechnung, einer unbekannten Variable oder beliebigen außerweltlichen Katastrophe hängen. Waghalsigkeit und Ungeduld sind womöglich feste Aspekte der Menschheit und nicht nur Fehler in unseren Genen, wie andere es behaupten. Miss Lilia takes good care of us, see? Die reden mal selber. Stay off our tails.
Bratwurst. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of Spratwurst cooking. They're terra-fried to lock in the juices. How about a grinder's dozen? Was genau ist Bratwurst? You know what sprats are? Space rats. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up in sausages, then terra-fry them in their own juices. Und Terra-Braten. Sieh dann. Oh. So etwas wie Berstwurst. Die habe ich schon öfter gesehen. Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar, the other meat, is a registered trademark of C&P. Everyone knows our company and theirs are nothing alike. Ging doch nur um den Vergleich, ob das so in der Art ist. Aber das ist halt Firmenpolitik, ne? Nein, das ist eine andere Firma. Das ist ganz was anderes. Was bedeutet Terra gebraten? Terra frying is a Spacer's Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Dabei werden 13 Kräuter und Gewürze sowie ein Tropfen moderner Chemie verwendet. Junge, das ist so geil. Der Humor hier drin ist so geil. Legally? No. The terra frying method was developed and marketed by Spacer's Choice. Between you, me, and this grinder, I've been through lean times. If there's one thing you learn on tramp freighters, it's how to make near anything edible. Might be that this old space hand put a few words in the right ears, and could be that Spacer's Choice liked sticking it to C&P by R&D'ing our own special meat. Okay, das war's dann erst. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm fresh sprats. Das ist mir noch recht. Wird bald Zeit, dass ich die Falle überprüfe. Ich meine natürlich, dass ich meine Kiste frisch geschlachteter Sprats auslade. Ja. Ike's Armory. Okay. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only a testament to its durability. We also have a line of specialized melee weapons, for those times you have to repel boarders but don't want to risk a bullet through the hull. Erzähl mir mehr über die Waren. Everything I sell is fresh from the forge. Technically, the metal formed billions of years ago, but it's freshly in this shape. Not me, but it's in my blood. After the crossing, my family worked Eridanos, indentured to the corporations. Ich habe kein Wort davon Not verstanden. from around here, are you? After leaving Earth, they worked a local gas giant from a floating refinery. Dangerous work. I was born into corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. Alles klar, dann gehe ich mal wieder. Promenade entdeckt, okay. Aber ich bin noch nicht bereit, auf die Promenade zu gehen. Auntie's Kitchen entdeckt. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Bist du nicht nur ein verbesserter Verkaufsautomat? This unit is programmed to simulate shock at such assertions. Shock simulation non-functional. A trouble ticket has been filed. Oh Mann. Okay, nicht jetzt. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy.
Okay. Sehr vieles. Ich kann da nicht drauf hüpfen. Und dann da rein. Ich will... Die Tür zeigt doch, dass man da rein kann. Have you seen this man? Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of Gesehen habe ich ihn nicht. Also, Byzantium außer auf dem Bildschirm. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. Polycon. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna... This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Oh, hello. This is quite unexpected. I didn't have any visitors on my schedule today. Who might you be? Darfst du? Ich bin der Captain der... The captain of the... No, that can't be right. Alex Hawthorne is the captain of that vessel. On top of that, I just impounded it. Oh. Oh dear. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Alex ist tot. Vergiss Alex. Warum hast du mein Schiff beschlagnahmen lassen? Ich werde dir deinen dürren Hals umdrehen, du dreckige Pistenelke. Gib mir mein Schiff zurück. Alex spielt keine Rolle. Ich bin hier, um selbst auszuliefern. Na, das geht ja nicht. I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells. He tells me he will soon. I impound his ship. He explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Tolles Spiel, also was mein Schiff angeht. Alex spielt keine Rolle. Ich bin hier und nein. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Okay, Moment, da fällt mir ein, wir wissen doch eigentlich, wo der ist, in diesem Labor. Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table? Ich weiß, wo sich Phoenix Wells aufhält. Das ist jetzt die Frage. Sollen wir ihn ausliefern oder nicht? Ich denke mal, die meisten haben zumindest beim Blind Streamen, Let's Playen es nicht getan. Deswegen tue ich's. What? Ich habe ein Fahndungspaket darauf gesehen und will das Kopfgeld für ihn einfordern. Die Gendarmerie von Edgewater hat mir gesagt, ich soll mich bei dir in Wels melden. Ich muss erst wissen, ob ich dir vertrauen kann, bevor ich ins Geschäft gehe. Lügen, Wels. Ich meinte Wels. Findest du nicht auch, oder? I'll have to send her a festive fruit basket as thanks. An apprehension of this caliber will be tremendous for my career. I'll send you straight away to my superiors in Byzantium, only... Oh no. Was? Oh nein, oh nein. Lass mich raten, es gibt einen Haken. Just a teensy one, the teensiest. Nothing to, lie awake worrying about for nights on end or anything. The thing is, I needed money. A lot of money, quickly, for reasons. Das verwundert mich nicht im geringsten, was ist passiert. Ich will es aber wissen. I might have pawned my official board seal to Gladys, the black market fence here on the Groundbreaker. I can't authorize the paperwork you'll need to turn Phineas in without it. It's only temporary, of course. I'd never leave something so important in the hands of someone of such a dubious moral character. I was going to buy it back once I raised the capital. So you'll need to get my seal back from her if you want to hand Phineas over to the board. Du willst mich wohl verarschen. Wie dumm kann man nur sein?
Was ist nur in dich gefallen, dass du dein offizielles Siegel verpfändest? Damit ich das richtig verstehe, bevor ich dem Vorstand einen Gefallen tue und Wels ausliefern kann, muss ich erst dir einen Gefallen tun? That's the long and short of it, yes. Gut, dann rede ich mit Gladys. Vielleicht kann ich ja was für dich tun. Dann kannst du es vergessen. Ich liefere es nicht aus. Thank you. Oh, thank you so much. I'm certain Gladys can be made, well, can probably be made to see reason. I'll be waiting eagerly for your return. Now, is there any way in which I might assist you? Ich wollte dich noch etwas fragen. Be my guest. Was genau machst du hier? Kannst du mich nach Stella beibringen? Good law. Who'd want to go to that toxic hell pit? Also, ist das ein Nein? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Ein einfaches Nein hätte schon genügt. Du hättest nicht gleich das ganze Wörterbuch ausschlachten müssen. Was genau machst du hier? Findest du nicht auch, dass es hier drin ziemlich heiß ist? Was ist denn hinter der abgeschlossenen Tür hinten? A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Kommt der Vorstandsvorsitzende häufig hier vorbei? Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Okay. Ugh. Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. Eine bedeutende Persönlichkeit auf einer unbedeutenden Weltraumstation. Du hast es wirklich geschafft. Das beantwortet meine Frage nicht. Sometimes I take a break from sending messages to fluff the chairman's pillow on the off chance he visits. Warum stehen hier bewaffnete Waffen rum? Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Die Grenz, um dich zu beschützen, meinst du wohl? Kommt mir eher so vor, als wärst du auf Ärger aus. Irgendwer muss ja für Frieden sorgen. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. Ein Büro auf ihrer Promenade nennst du also helfen? When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. Ask away. Nahrungsmittelsituation. Ich möchte diejenigen von euch beruhigen, die Bedenken hinsichtlich der Qualität der Viktualien auf der Groundbreaker geäußert haben. Ja, mir ist bewusst, dass es auf der Promenade stinkt. Unsere Vorfahren haben es nicht so weit gebracht, weil sie sich nur vom Bratwurst und Borst ernähren konnten. Aber so sieht nun mal die Realität hier aus. Wenn man es pökeln, in Dosen packen und in einem Darm oder Magen stopfen kann, dann nennen wir es Essen. Da sind wir nicht wählerisch. Wer im Weltraum lebt, der nimmt, was er kriegen kann. Und wir kriegen nun mal nur muffliges Fleisch, eine Menge Salz und 11 verschiedene Sorten Senf, als ich sie das letzte Mal gezählt habe. Versucht das Beste daraus zu machen. Es folgt eine allgemeine Bekanntmachung zu unseren Beschlagnahmungsrichtlinien. Wenn der Vorstand euer Schiff beschlagnahmt hat, dann müsst ihr das mit dem Vorstand klären. Ihre Botschaft befindet sich in einem protzigen Gebäude gegenüber der Sublight-Lagerhalle.
Schickt alle Fragen, ausstehende Gebühren und Hassbriefe, vor allem die Hassbriefe. Wenn die Groundbreaker euer Schiff beschlagnahmt hat, dann zahlt die verdammten Gebühren und lasst meine Leute in Ruhe. Suche dringend Arbeit nach einer neuen Crew. Was? Suche dringend nach einer neuen Crew, die mich aufnehmen kann. Ich hänge jetzt schon seit fast einem Jahr im Honeycomb rum. Keine Ahnung, warum ich keine Stelle finde. So lange musste ich noch nie warten. Ach, dann ist der Penner von eben bestimmt, um wieder auf eine Fracht zu kommen. Ich wollte eigentlich einen von diesen seltenen Frachtern zurück zur Erde nehmen, aber ich konnte keinen finden. Und selbst die kürzeren Frachtrouten zu den inneren Welten werden wohl heutzutage seltener befahren als die Außenwelttouren. Falls jemand irgendwelche Infos hat, über anstehende Arbeit hat, poste sie bitte hier. Dies ist mein YouTube-Kanal und Twitch-Archiv. www.ypsilon-OOTUBE.com/CG-UCGYPOKFKZ9A. Diese Nachricht wurde in den letzten 632 Tagen 56 Mal veröffentlicht. Waste is Spice. Untersuchen. Zerknitterte Anweisung. Frankie hat einen Tipp auf ein paar Bergungsgüter erhalten. Einer der alten Hangars der Groundbreaker war abgesperrt, bis ihn wer gefunden hat, als er bei den Dockarbeiten rumspioniert hat. Lilia will, dass wir dort ihre Flagge hissen, sobald wir die Neuankömmlinge entfernt haben. Aber erst einmal darfst du da Aufklärung betreiben. Such nach einem losen Panel, kletter hoch auf die Betten und zur Rückwand. Lilia sagt, wir sollten aufpassen. Sie glaubt, uns folgt irgendwer. Naja, typisch Lilia. Ich glaube, der hat das lose Panel nicht gefunden. Ach, das fällt von da oben rein. You know that sound when you've snapped on an injector clip? Ah, that's how you know your weapon loves you back. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Okay. Also der Vorteil daran, naja, komm, hier ist der Lost Hope. Welcome. Ja. Das sieht wirklich nach Verlassen aus. Verlassene Hoffnung. Seeking relief from the heat? Till June Lay gets those radiators fixed, I've got the next best thing. Händler im System docken doch hier rum. Hast du irgendwas Interessantes gehört? Some big shot down in Byzantium's holding auditions for a new adventure serial. So yay, another 6 of those next season. Was hat es denn mit dieser Mütze auf sich?
The radiators, they're fucked 10 ways to Sunday. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are gonna get around to fixing it. Klingt nach einem Problem mit dem Thermalkontrollsystem. Couldn't say, and I wouldn't be pouring drinks professionally if I could. All I know is we're cooking in our own juices here, and it's only gonna get worse. Engineering. Chief Junlei Tennyson, to be precise. She runs this heap. Best she can, anyway. Don't know what's got her dragging her heels, but I wish she'd hurry it up. Vielleicht kann ich irgendwie That's not for helfen. me to say. But if you're feeling the urge toward helpfulness, you can find Chief Junlei in engineering. Was kannst du mir denn schief sagen? There's nobody who knows more about the station's guts. Any system you could name, June's crawled around inside and made it better. She doesn't come around here often, though. Don't see her as much of a drinker. Too straight-laced for that. Nothing you need and everything you want. Zwei Türen, wo man durch kann. Blop. Können, ob wir hier irgendwas filzen können. Sieht nicht so aus. Ein Koch. Oh, das ist ja noch ein Koch. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. Ingenieurin? Okay. Ist nicht die, die wir suchen. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. So, jetzt haben wir hier das Dock einmal alles abgesucht. Dann gehen wir jetzt mal zur Promenade. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of more than 2 your local foreign embassy. Da haben wir sie ja. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Ah, ja. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Habe ich eigentlich nicht vor. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Frieden nicht zu gefährden. Ich werde versuchen, keine Schlägereien anzuzeichnen, aber ich kann nicht versprechen, dass es trotzdem dazu kommt. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Ja, jetzt, da ich mein Schiff wieder habe, kann ich erst sagen, ich will nach Marsch. Das geht dich nichts an. Good. Let's try and keep it that way. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Ich habe gehört, ihr habt ein Hitzeproblem. Was ist los? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Warum hast du sie noch nicht repariert? Deine fähigen Mitarbeiter können das Problem doch sicher beheben, nein? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Gibt es da keinen Spielraum für Kompromisse? Der Vorstand will doch sicher nicht, dass Groundbreaker verglüht. They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping and my resources are spread thin.
If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Du brauchst jemanden, der sich darum kümmert, und meine Preise sind angemessen. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Verstanden, ich kümmere mich um die hinteren Buchten. Soll ich wissen, wo das ist? Sorry, I forget not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Ich beschaffe die Teile aus den hinteren Buchten. Die Teile gibt es nur dort. Können wir das nicht mit den Leuten unten ausdiskutieren? Hast du schon mal jemanden losgeschickt, um die Teile von dort zu holen? Die Teile gibt es nur dort? You must not have been here long. In Halcyon, new parts come by way of interstellar freighters from Earth, and the board monopolizes that kind of trade. That means I'd have to negotiate with the board. I've already given them the shops, the docking fees, and a damn embassy. Das klingt nicht nach Verhandlungen, eher nach bürokratischem Coup. Aber verzögert die Ausstattung der Systeme der Groundbreaker nicht nur das Unvermeidbare? Fatalism has got no home on Groundbreaker. We aim to weather the storm no matter how bad it gets. Between us captains, I try to avoid sounding as bleak as you. Even if I'm feeling down, the crew doesn't need to hear it. Oh. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Tägliche Checklisten. Kühlkörper, blablabla. Hintere Buchten. Mehr Beschwerden im Zustand der Anstockstation. Ich habe dem Rat schon mehrmals gesagt, dass McReed und seine Banditenbande von dort vertreiben dürfen. Sie sind damit beschäftigt, Haftbefehle und Rechtfertigungen in Papierform zu bekommen, das anders als ihre Probleme offiziell lösen soll. Tut mir leid, Jungs, nicht meine Aufgabe. Status der Promenade. Seit Martin Kahn hier aufgetaucht ist, ist die Moral um 18% gesunken. Muss an der verdammten Maske liegen. Noch eine Wanze im Büro gefunden. Das Ding war so groß wie ein Wurfball und das Kabel hat direkt zum Sublight zurückgeführt. Sehr subtil, wie immer, Lylia. Hätte schwören können, der Roboterkoch kann zusammen mit einem Konzerntechniker hier an. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, dass der Typ die Station je wieder verlassen hat. Muss ich mir mal genauer ansehen. Spratlage im Resten Go. Läuft langsam aus dem Ruder. Weh, wenn Ethel die kleinen Mistviecher wieder züchtet. Ich schwöre beim Gesetz, dass ich ihren Stand dann aus der Luftschleuse werfe. Liebe Dame, die Implikationen deiner Anschuldigungen rauben mir die Luft zum Atmen. Ich bin mir sicher, dass wir uns einig werden können. Ein Vermittler des Vorstands ist schlicht dafür da, zwischen wichtigen Parteien wie dir und dem Vorstand zu vermitteln. Wenn du dich dazu entschließt, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, solltest du noch einmal über die Expansionsentwürfe der Botschaft nachdenken, die ich bereits präsentiert habe. Zeichen des Entgegenkommens werden stets gewürdigt. Vertreiber. Der Vorstand hat meinen Antrag auf neue Kühlkörperteile abgelehnt. Mal wieder. Selbst nachdem ich ihnen die Sache mit gezielten Spendengeldern schmackhaft gemacht habe. Was aber komisch war, ist Folgendes. Als ich meine Administration-Privilegien genutzt habe, um den ausgehenden Funkverkehr zu überwachen, ist mir dein Büro ins Auge gefallen. Du hast deine Worte mit Bedacht gewählt, aber da war ein interessanter Satz im Transkript. Lass den Frosch noch ein bisschen länger köcheln. Und jetzt stehe ich ohne Kühlkörperteile da. Du spielst mit unserem Leben. Haben sie dich auf mein Schiff geschickt, nur um mich zur Weißglut zu bringen? Oder machst du das aus Spaß?
Wo ist er hin? Ach, da hinten steht's noch. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Okay. Benefits, military burial, participation medal, training, or weapon. Following that series? The Hunt for the Wimbro? The pirate ship? CNP force pockets can be microwaved in 2.5 seconds. Force pockets. So, was haben wir da? Ein aktiver Auftrag. Der schlechteste Kontakt. Da haben wir. Ach so, Moment. Der. Tiefsetzen. Da wollte Pravati ja mitreden, mit der Alten. Und wenn wir schon hier sind. The ship's groaning something fierce, but I can make time for you. Wie ist es, das Kommando über das Schiff zu haben? Du hast nicht sonderlich viel Vertrauen zum Vorstand. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Dann bist du wohl kein großer Fan von Udom Bedford. Wie schaffst du es, den Vorstand auf Abstand zu halten? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. Okay. You've got my attention. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life-or-death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Ist das Schiff ein Familienunternehmen? Bist du dir ein bisschen jung, um schon einen Nachfolger auszubilden? You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayen, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. War das eine große Veränderung für dich, das Kommando zu übernehmen? Mein Beileid, Johnny, das waren bestimmt große Fußstapfen. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Wo ist der Selbstzerstörungsmechanismus? I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stem that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. You've got my attention. Speak your mind. Honestly, I could use the distraction. Hä? Moment mal.
Karte. Das ist Trink den Saphirwein. Halt. So. Mach Parvati Mail bekannt. Sie hat dich gebeten, sie bei deinem nächsten Buch mitzunehmen. Ach, muss ich die jetzt erst holen, oder wie? This is Halcyon News. BNP, I can't believe it's not forced. It's unbelievable how good it is. Rizzo's very punch. You want a punch? We've got your punch right here. Ja, jetzt ist offen. Hey, you got a second? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Was kannst du denn? Du bist ziemlich versetzt darauf, dich jemanden anzuschließen, den du kaum kennst. Hast du mir aufgelauert? Ich weiß nicht gerade zu schätzen, wenn man mir nachstiehlt. What? No. Okay, yeah, maybe a little. I'm not trying to be all creepy like. I just want to make a good case for myself. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Ich habe genug gehört, du bist angeheuert. In Ordnung, Felix, erzähl mir, warum ich dich anheuern sollte. Okay, Felix, betrachte das als ein Vorstellungsgespräch. Geisteshaltung, wenn du mich überzeugen willst, dich anzuhören, packst du das aber gewaltig falsch an. Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Wie schlägst du dich im Kampf? Intelligenz, was hältst du von Tortendiagrammen? It's delicious. Ja, Mock apple alles pie klar. and a tripicale crust? Maybe with a little cream on top? Classic. Was ist deine größte Schwäche? Wie schlägst du dich im Kampf? Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Was ist deine größte Schwäche? Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Gut, du bist angeheuert. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. Felix kann jetzt deiner Gruppe beitreten. Somehow I always find my way back to the Groundbreaker. Also, wie bist du für Rundbande gelandet? Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. In den hinteren Buchten? Alles klar. Gib mir mal eine ehrliche Antwort. Und dann wurdest du von einem Rudelswart aufgezogen, stimmt's? Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. Always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. Okay, du warst ein blinder Passagier. Wenigstens warst du niemandem verpflichtet, du warst frei. Ich kann nur schwer glauben, dass du für irgendjemand unsichtbar sein könntest. Du warst blinder Passagier? That's what they called us. Orphans with no family, no company to take us in, nowhere to go but the back bays. The word's a touch kindlier than Rungleech, but the meaning's just as clear. If you can't support your own self, you don't deserve to be on the Groundbreaker. Okay.
Wie hast du es geschafft? So läuft das in der Kolonie. Niemand kümmert sich einen Dreck um dich. Klingt fair für mich. Man kann nicht nur von Almosen anderer leben. Wie hast du es geschafft? Same way we all do. Look for work and hope somebody would give me a shot. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Okay, der Vorfall mit dem Wurfballschläger. Felix, du kannst nicht einfach einen Vorarbeiter anfallen. Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint? But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You ought to try it. Wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, erwarte ich von dir, dich zivilisiert zu verhalten. Ein Handnahkampf auf 20. Ich weiß, ich habe jede Menge Übungen, Leute einen überzuziehen. That's what I like about you, boss. You got a mean swing. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives. Es freut mich, dass du in deinem Leben nicht mehr... Ich bitte dich, Felix, wenn ich dich nicht mitgenommen hätte, dann wärst du jetzt vermutlich in einer Gefängniszelle. Du kannst mir danken, indem du mir keine Schwierigkeiten machst. Yeah. I guess my ship did arrive in the end. I've got you to thank for that. Thanks for listening, boss. Let's get going. So, mal gucken, wo Pravati ist. Du hast die moderne Stahlzange und du erhalten. Bis. Da ist Pravati. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it? Was hältst du vom Schiff? Ich glaube, es ist Zeit, dass du weiterziehst. Nein. That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Das ist unser Das ist unser Schiffsrechengerät. Es ist nicht besonders bekannt, aber es imitiert Intelligenz ganz gut. Anscheinend ist Ada diejenige, die das Schiff wirklich fliegt. Ada, wie wäre es, wenn du dich nicht ungefragt und unterhalten einklinken würdest? Your user preferences have been updated, Captain. In the event we are about to crash into an asteroid, I will remain silent. Hello. I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing. Was meinst du, Pravati? Ist das Schiff flugtauglich? Jetzt, da wir einen Regulator haben? Ada, von jetzt an wird sich Pravati um dich kümmern. Ich erwarte, dass du mit ihr zusammen kooperierst. Kann ich das beides fragen oder muss ich eins davon aussuchen? I am at your disposal, Miss Parvati. You will find the technical schematics in the engineer's locker, though I'm afraid Captain Hawthorne has lost the owner's manual. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Hast du dein Handwerk von deinem Vater gelernt? Hat sich also angehört, als du mit Reed geredet hast. Ich glaube, es könnte sein, dass wenn ich ihr sage, dass sie weiterziehen soll, dass sie dann zu der June geht?
Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Ich verstehe nicht, was daran komisch sein soll. Reed hat dich wohl auf dem Kicker. Du hast ein ganzes Leben lang an der Seite deines Vaters gearbeitet? Hat dein Vater hier an Raumschiffen gearbeitet? Not on the regular. Once in a great long while, a Saltuna boat would break down on the pad. He'd always bring me along for those. Mostly he did the same as me. Kept Bess, I mean the cannery, running. Turned loaders, plumbing and electricity, some plastering. I never got the hang of that. Ah. Absolutely, Captain. What's on your mind? Tja, ich glaube, es ist Zeit, dass du weiterziehst, Baravati. Schicken wir sie weg? Oder lassen wir sie hier? Weil komischerweise kann ich sie auch so nicht zu der Alten schicken, beziehungsweise sagen, folge mir. What? You want me to leave? Captain, you can't mean it. Wenn ich es mir genau überlege, könnte ich dich noch gebrauchen. Und Parvati per Moment aus deinem Gefolge entlassen. Pack deine Sachen, du bist hier nicht erwünscht. Ah, wir könnten sie bestimmt noch gebrauchen. Oh, that's a relief. Thanks, Captain, for letting me stick around. I mean... Wohl, es fehlt noch irgendwas um die... wie heißt's? Aufgabe. Was haben wir denn da? Das bebilderte Handbuch? Ja, müssten wir zurückfliegen. Ah. Da gibt noch außen, was ist das? Promenade. Promenade. Aber warum? Tagebuch. Bock haben wir noch keinen. Das haben wir. Moment. Lilian leitet. Ja, das haben wir. Sie hat dich gebeten, sie bei deinem nächsten Besuch bei General mitzunehmen. Rede mit Jesse. Ja, das Notsignal. Kritische Lösung. Finde Captain Iron of Skiller. Besorge die Teile. So. Good luck, Captain. Aber das machen wir erst in den nächsten Stream. Habe ich mir gerade so überlegt. Stunde 50 jetzt am Streamen. Schon wieder gute Zeit. Und daher bedanke ich mich bei allen, die dabei waren. Vor allen Dingen auf YouTube im Nachhinein. Freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar.
Habt ihr noch nicht abonniert, dürft ihr dies gern tun und die Glocke läuten. Und ja, dann sehen wir uns, wenn alles gut geht und ihr möchtet, in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye. Euer, dein Aiden Croft.